Ihr wollt eure Geländestücke oder Spieltische mit Schläuchen bzw. Rohren aufpeppen, die obendrein noch leuchten sollen? Und all das ganz einfach und ohne LED-Technik? Kein Problem und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer die Bemalung meiner Necromunda Spielplatte aufmerksam verfolgt hat, dem sind vielleicht einige Löcher aufgefallen. Denn die Plastikbauteile, die ja ursprünglich mal Wasserpistolen waren, enthielten hier und da noch Löcher von den Schraubverbindungen. Und statt diese Löcher nun mit Modellierpaste oder Spachtelmasse zu füllen, möchte ich sie direkt für weitere Deko nutzen. Und zwar für Schläuche bzw. Rohre, denen ich zusätzlich noch einen Leuchteffekt spendiere. Alles, was ihr neben den üblichen Bastelmaterialien braucht, ist ein passender PVC bzw. Plastikschlauch. Solche Schläuche gibt's günstig als Meterware und in verschiedenen Durchmessern, sodass ihr jeden Lochdurchmesser füllen könnt. Außerdem benötigt ihr ein Stück feines Schleifpapier, eine Acrylfarbe eurer Wahl zum Füllen des Schlauchs, eine Contrastfarbe oder sonstige lasierende Farbe, die eurer Acrylfarbe ähnlich ist, und ein mittleres bis helles Grau plus ein Weiß. Ermittelt zuerst die Länge des benötigten Schlauchstücks. Das geht am einfachsten, indem ihr den Schlauch in eine Öffnung steckt und dann bis zum anderen Loch zieht. Lasst den Schlauch im Zweifelsfall 1 bis 2 cm länger, denn abschneiden könnt ihr später immer noch. Raut danach mit feinem Schleifpapier die Außenseite des Schlauchs an. Erstens wird sie hierdurch matter und sieht nicht mehr ganz so künstlich nach Plastik aus. Und zweitens haften Farben und Washes dann besser drauf. Allerdings bemale ich meinen Schlauch erst einmal von innen, indem ich Farbe in den Schlauch hineindrücke. Normale, dickflüssige Farben aus Dropperflaschen sind hierfür prima. Kommt eure Farbe aus einem GW-Töpfchen, nutzt einfach eine Pipette zum Hineindrücken in den Schlauch. Während das nun kurz trocknet, kümmert euch um den Leuchteffekt an eurem Geländestück, sofern ihr einen haben wollt. Schaut zuerst, wo der Schlauch entlang führen wird und welche Bereiche quasi vom Schlauch angestrahlt werden. Nehmt dann ein mittleres bis helles Grau und einen feinen Trockenbürstpinsel und bürstet all diese Flächen vorsichtig mit dem Grau trocken. Nehmt danach ein reines Weiß und bürstet damit ganz leicht über die Bereiche, die sich besonders nah am Schlauch befinden, sowie über die Kanten in der Nähe. Anschließend nehmt ihr eure Contrastfarbe und verdünnt sie ein wenig mit Wasser. Und feuchtet die gerade trocken gebürsteten Flächen ebenfalls mit Wasser an, damit sich die Contrastfarbe besser verteilt und keine hässlichen Trocknungsränder entstehen. Denn nun werden die trocken gebürsteten Flächen und ein paar Zentimeter drumherum mit der Contrastfarbe bemalt, die dann auf dem grauen und weißen Untergrund wie von Zauberhand richtig leuchtend wirkt. Diese Technik bzw. Effekt erkläre ich übrigens ausführlich in dem oben verlinkten TWS-Video, in dem es um Feuer, Fackelschein und ähnliche Lichter geht. Ist alles getrocknet, könnt ihr das Schlauchstück mit Sekundenkleber in die Löcher kleben und passend zur Umgebung verwittern. Zum Beispiel mit einem schwarzen Wash, in den ihr etwas braun oder rostrot tupft. Denn dank der angerauten Schlauchoberfläche bleiben die Pigmente einigermaßen haften, ansonsten würden die Washes nämlich gnadenlos abperlen. Noch ein Tipp: Befestigt lange Schlauchstücke zwischendurch mit Sekundenkleber und Schellen an Wänden oder dem Boden. Dafür gehen kleine und zurechtgebogene Pappstreifen oder PVC-Schlauchstücke mit einem inneren Durchmesser, der dem äußeren Durchmesser eures angebrachten Schlauchs entspricht. Besorgt euch also am besten direkt 2 Schlaucharten, deren äußerer und innerer Durchmesser gleich sind. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle Links zum Einkaufen. Und nun viel Spaß beim Schläuche füllen, Rohre verlegen und Leuchteffekte malen. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!